Ja, und damit kommen wir zum nächsten Vortrag. Ist auch der letzte richtige Vortrag. Wir haben ja heute noch ein Panel. Und ja, es ist mir eine Riesenehre, Ed heute hier zu haben. Hallo. Hallo. Aber wir haben nur 5 Minuten, ja? Jetzt? Smalltalk. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, 3. 3. Ja, 3. 3 Minuten. Ich habe gehört, du hältst den Vortrag heute auf Deutsch. Ist das richtig? Stimmt, ja. Wir haben alles auf Deutsch gemacht. Oh, wow. Okay. Freundlicherweise hat Ed diese Challenge akzeptiert. Ja, akzeptiert. Das ist der Hammer. Ich bin schwer begeistert. Und ich habe gesehen, du bist auch in den richtigen Farben gekleidet. Fachmäßigkeit? Color. You have the right colors for Germany. You're wearing the right Ja, colors. das stimmt. Ja, Die deutsche Farbe. Ja. genau. Schwarz, rot, gelbe und Schuhe gelbe fehlen. Socken. Genau. Ja. Habe ich eben auf Twitter gesehen. Von daher, da kann, glaube ich, nicht schief gehen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dem Vortrag von Ed. Und wir hatten es heute Morgen schon. Mega cool, dass ihr jetzt bei Jakarta EE dabei seid. In der Working Group. Richtig gut. Richtig gutes Zeichen auch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem letzten Vortrag. Und die Bühne gehört dir. Okay, danke schön. So, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Azure Jakarta EE verwendet. So, erstmals, erkennt jemand dieses Bild hier auf dem? Das ist das Splash-Bild aus der Jakarta EE Beispielanwendung Cargo Tracker. Und ich bin froh zu sagen, dass diese Anwendung funktioniert auch ganz gut in Azure mit Azure-Diensten, über die ich hier heute sprechen werde. So, ja klar, dass es hier bei Cloudland viele großartige Sessions gibt, besonders jetzt in diesem Moment. Aber ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie sich entschieden haben, an diesem teilzunehmen. Hier ist, wie ich beabsichtigte, die Zeit, die Sie mir gegeben haben, zu investieren. Erstens, die Kernidee. Die Bedeutung von Spezifikationen. Spezifikationen sind aus mehreren Gründen wichtig, technisch und nicht technisch. In der Vergangenheit wurden Java EE-Spezifikationen als eine große Sammlung von Java APIs betrachtet, die von einem App-Server implementiert werden. Das stimmt immer noch, aber im Zeitalter der Cloud können die Spezifikationen auch unabhängig voneinander verwendet werden. Ich werde den klassischen Anwendungsfall behandeln, indem ich die einfachsten Möglichkeiten zum Ausführen von App-Server in Azure überprüfen. Moment. Okay. Zweitens, beim Prozess der Erlegung eines Monolithen zu Microservices ist es nicht verwunderlich, dass dasselbe mit Jakarta EE-Spezifikationen gemacht wird. In diesem Abschnitt werde ich behandeln, wie mehrere Azure-Dienste einzelne Jakarta EE-Spezifikationen implementieren oder mit ihnen integrieren. Schließlich werde ich alles damit verbinden, wie man mehr lernt. Okay. Aha, muss jetzt. Okay. Zuerst ein wenig über mich. Ich hatte das große Glück, seit fast 30 Jahren mit Web-Technologien zu arbeiten. Während ich vom Client zum Server und dann zur Cloud gehe, habe ich eine lange Perspektive darauf, wie Unternehmen Software, insbesondere Java, verwenden. So, hat gestern Abend jemand am PowerPoint Karaoke teilgenommen? Gestern? Ja. Habe gehört, dass es Spaß gemacht hat, aber leider, ich muss diese Folien vorbereiten. So, dieses Bild hier stammt aus meiner schönsten beruflichen Erinnerungen, genau hier auf die Bühne in Javaland. Dies war das PowerPoint Karaoke von Javaland 2019. Hendrik? Zum Glück musste ich nur gegen Michael Simons einretten, nicht gegen einen AI. So, die Leute gestern hatten Kampf gegen AI und ich habe nur Michael Simons gekämpft.
Okay. So, lassen Sie uns nun über die Kernidee der Präsentation sprechen. Spezifikationen sind entweder zusammen oder separat nützlich. Einer unserer langjährigen Befürworter von Cloud-Entwicklern, Brian Benz, war der Erste, der Geschichte erzählt, dass Microsoft die Macht von Java anerkennt. In diesem Vortrag von DevOps France 2016 teilte Brian eine Nachricht von unserem CEO Satya Nadella, in der er die Realität akzeptierte, dass Erfolg als Public Cloud Anbieter bedeutet, keine Favoriten auszuwählen. So, für uns ist ganz wichtig, dass Microsoft liebt Java und. Diese viel verschiedene Sprache. So, eine gute Möglichkeit, dies in der Praxis zu sehen, besteht darin, sich alle Möglichkeiten anzusehen, wie Sie auf das Azure SDK zugreifen können. Mit diesem grundlegenden Teil der Infrastruktur können Entwickler die Leistungsfähigkeit von Azure auf idiomatische Weise direkt aus ihrem Code heraus nutzen. Es ist leicht zu erkennen, dass Microsoft Java und alle anderen Sprachen liebt. Aber ich freue mich, sagen zu können, dass Microsoft seit 2 Wochen auf ein öffentliches Bekenntnis zur Liebe angegeben hat. Microsoft liebt auch Jakarta EE und Microprofile. Ja. So, mit diesem Link können Sie die Nachricht von Tonja Obradovic lesen. Und so, wir werden sehr bald eine formelle Ankündigung haben. Aber ich möchte meine Begeisterung darüber teilen, das hier bei JakartaOne Germany ankündigen zu können. So, als ich bei JavaLon war, habe ich eine Workshop-Tage gemacht mit meiner Kollegin Sandra Algrim über das Thema Jakarta EE auf Cloud mit JBoss EIP und WebLogic auch gemacht. Und Jan hat mir gesagt, ja, vielleicht Sie können nach JakartaOne Germany ankommen. Und ich sage, ja, es ist gut. In meinem Kopf weiß ich schon, dass diese Mitgliedschaft ist unterwegs, aber kann nichts sagen. So, ich bin ganz begeistert, dass ich jetzt hier auf die Bühne stehe und diese Nachricht sagen. Auch an dieser Stelle kann ich nur sagen, dass, obwohl mein Kollege Reza Rahman und ich sehr erfahren in der Arbeit mit offenen Standard Enterprise Java sind, wir gerade erst damit beginnen, dies über offizielle Microsoft-Kanäle zu tun. Sie können darauf vertrauen, dass Reza und ich die Teilnahme von Microsoft an Jakarta EE im Geiste der Beteiligung der Gemeinschaft, die wir seit über 18 Jahren praktizieren, leiten werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass Microsoft den Wert von Partnerschaft kennt. Sie können das einfach sehen. Sie werden in dieser Präsentation Beweise dafür sehen. Obwohl wir Jakarta EE und Microprofile beitreten, wissen wir, dass die App-Server-Anbieter über die Java-Expertise verfügen und wir werden weiterhin Angebote durch Partnerschaften aufbauen. Partnerschaft. Es ist so wie Developers. So ja, und ganz wichtige Nachricht, falls Sie nicht gehört hatte. Im November schloss Microsoft den Mitgliedschaftsantrag für die Teilnahme am Java Community Process ab. Die geschäftliche Begründung für diese Mitgliedschaft ist auf unser Engagement für unseren eigenen Aufbau des OpenJDK zurückzuführen. Mit diesen Links führen Sie zu Pressemitteilungen über den Beitritt von Microsoft zum JCP und auch Übersichtsseite des Microsoft-Builds vom OpenJDK. Zum Beispiel der Beitrag des ARM64-Port, ARM64-Port von OpenJDK war meine Mitarbeiterin Monica Beckwith entwickelt. Das ist unsere erste Angabe zum viel, hoffentlich. Okay, ein bisschen wenig über den Microsoft-Build von OpenJDK.
Der Microsoft-Build von OpenJDK ist eine kostenlose Distribution von OpenJDK, die Open Source ist und kostenlos für jedermann verfügbar ist, um sie überall bereitzustellen. Es enthält LTS Binary-Dateien, Long-Term Support für Java 11 und Java 17 auf x64 Server und Desktop umgebogen unter macOS, Linux und Windows und so weiter. Und wir haben auch unsere eigenen Build von OpenJDK für Android, kennt man, das von Xamarin-Produkt stammt. So, mit diesem Link hier, Java OpenJDK, sieht man das Microsoft-Build von OpenJDK, aber wenn man aka.ms/OpenJDK macht, ist es ein Link von Xamarin Mobile Android OpenJDK, auch von Microsoft. Okay, und jetzt haben wir ein Inhaltsverzeichnis sowieso. Wir haben die beiden Abschnitte für gesammelt und getrennt. In jedem Abschnitt habe ich die Überschneidung zwischen Azure Service und der Java Specification gezeigt. Wenn wir sich das ansehen, erhalten Sie eine gute Vorstellung davon, warum Microsoft ein geschäftliches Interesse daran hat, Jakarta EE beizutreten. Hier ist ein grafisches Rendering, das von meinem Kollegen Azure Silva Singh erstellt wurde. Azure hat schon, glaube ich, nicht so lange wie ich, aber fast bei Microsoft mit Java gearbeitet, seit 1929 und so, 99 und so. Und ja, er ist das Grund, er ist der eigene Stimme in Microsoft vor langen Jahren, das sagt, Java ist wichtig. Und ich sage, er sagt dieses Stimme immer. Und jetzt haben wir Erfolg. So, ich muss zum Azure Props geben. So, ich mag das, weil es Java ihren Weg in Azure zeigt. Und die Specifications Corporate, die in eigenen Azure-Diensten eine Rolle spielen. So, das heißt 3 Normungsgremien, GCP, Jakarta EE und Microprofile. Hier. Ja. Und 3 Klassen von Laufzeiten, das Infrastructure as Service, Containers und Paths. Und es gibt 9 verschiedene Azure-Angeboten mit Java zu tun. So, JCP ist die Grundlage für Java SE. Java SE ist in allen Azure-Diensten verfügbar, in denen Java möglich ist. Beachten Sie, dass Microsoft JCP ein Mitglied ist, als ich schon gesagt habe. So, Microprofile ist die Basis für die Cloud-Native Java-Entwicklung. Sie können sehen, dass Microprofile in VMs, AKS, Azure Container Apps und in App Service Java SE vorhanden ist. So, Microprofile, ja, mit diesen blauen Linien hier. Okay. Dies ist auch der Ort, an dem Quarkus am meisten Sinn macht. So, mit diesen Runtimes, mit Quarkus. Jakarta EE ist auf VMs, AKS, ARO und in JBoss und in App Service besser vertreten. So, das ist Jakarta EE mit dem dieses Linien gemacht. Ich werde später mehr über dieses Themen reden. Diese Folie zeigt einen geringen Detaillierungsgrad zu den einzelnen Spezifikationen und deren Beziehung zu Azure-Diensten und Angeboten, jetzt und möglicherweise in die Zukunft. So, unsere Virtual Maschinen und Container-basierten Angebote unterstützen die Voll- und Web-Plattform von Jakarta EE. Und wenn wir Jakarta EE 10 haben, das auch mit dem Core-Profile. Die Microprofile Health Specification hier ist ganz wichtig für
eine bessere Integration zwischen unserer Container-Plattform und Java-Laufzeiten und schließlich Quarkus nützlich sein. Auf Azure Cache für Redis kann man über Redisen zugegriffen werden, das JSR 107 Unterstützung bietet. Jakarta Messaging wird von Azure Service Bus unterstützt, mehr später. Azure Application Insights ist eine große Plattform für Application Performance Monitoring für verschiedene Sachen in Azure Runtimes. So weist eine klare funktionale Überschneidung mit dem Problem von Microprofile Open Telemetry auf. Jakarta Persistenz ist für alle unsere Datenbankangebote relevant, klar. Und Jakarta Security mit seiner Unterstützung für OpenID Connect bezieht sich auf Azure Active Directory. So diese sind die Verbindungen, die Überlappungs von Spezifikationen und Azure Dienstleistung. Okay, lassen Sie uns nun über Container sprechen. Ich spreche gerne darüber, weil es den Punkt beweist, dass, obwohl es sich anfühlt, als gäbe es so viel in der Technologie, wenn man weit genug herauszoomt, es wirklich die gleiche Geschichte ist, die auf unterschiedliche Weise zu erzählt wird. Zum Beispiel, nimm Containers. In gewissem Sinn, die JVM von Anfang an ist ein Container, ja? Als Docker auf den Plan trat, dauerte es nicht lange, bis die JVM die Memory Management Optionen unterstützte, damit sie in Docker gut lief. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Wahl von Java finden können, dass die wie angegossen passt. Okay, hier ist die vollständige Liste der Azure-Dienste, die Angebote für Jakarta EE vollständiges Profil haben. Jetzt, es ist nicht in Zukunft, es ist jetzt. Alle diese Angebote werden in Partnerschaft mit den jeweiligen Anbietern entwickelt und unterstützt. Erstmals Virtual Maschinen. Unsere Virtual Maschinen Angebote für App Server von Red Hat, IBM und Oracle sind die besten und am besten integrierten in den Cloud. Kein anderer Cloud verfügt über so nahtlos integrierte Angebote. Lassen Sie uns genauer untersuchen. Unsere Angebote erstmals für WebLogic Server auf Azure sind die ausgereiftesten aller unserer Jakarta EE Angebote. Ich habe geholfen, diese auf den Markt zu bringen, als ich in 2019 zu Microsoft kam. Wir begannen mit Angeboten für Virtual Maschinen und erweiterten uns auf Kubernetes auch, auf das ich später eingehen werde. Die Angebote für WebLogic Configured und Dynamic Cluster verfügen über viele Azure-Dienstleist-Integrationen. Der Anwendungsfall für diese Angebote besteht darin, sie schnell für das Lift-and-Shift-Szenario in Betrieb zu nehmen. So, die Basis-Images, auf denen diese Angebote basieren, werden vom Oracle verwaltet und ermöglichen eine große Auswahl aus Oracle JDK-Version, Betriebssystem-Version und WebLogic Server-Version. Zum Beispiel Oracle Linux, Red Hat Linux, Oracle 12.2.1c, Oracle WebLogic 14 zum Beispiel. Viele verschiedene Kombinationen. Okay. Okay. Kurz nach der Partnerschaft mit Oracle haben wir eine weitere mit IBM geschlossen, um die wichtigsten Mitglieder der WebSphere-Family in Azure anzubieten. Diese Angebote bietet Ihnen VMs mit OpenJ9 und der neuesten unterstützten Version von WebSphere Traditional. Ich möchte erzählen, du kannst ohne IBM Subscription prüfen als Testlizenz. Am Anfang haben wir dieses Testlizenz nicht und wir haben mit IBM gearbeitet. Ja, es muss sein, dass man Testlizenz kriegen kann, weil
Viele Leute, die WebSphere Traditional nutzen, möchten Azure zu prüfen mit dem Line of Business Application für zum Beispiel. Und es ist nicht so einfach, dass Lizenzleute in Büro zu finden zum Beispiel. Ich musste nur kurz testen, ja. So deswegen haben wir dieses Testlizenz. JBoss EAP vervollständigt unser Portfolio an Jakarta EE App-Servern auf Azure VMs. Wir bieten Pay-as-you-go für Ihr Red Hat Abonnement oder auch Bring Your Own Subscription auf privater Angebotsbasis an. Dieses Angebot bietet die Nutzung von JBoss EAP Cluster und auch Domain Mode. Wir arbeiten, wie ich gestern in meinem Vortrag gesagt hatte, mit vielen verschiedenen Kunden. Und die Kunden, weil Microsoft Customer Obsessed ist, hat neue Features gefragt, zum Beispiel Satellite Server. Satellite Server ist ein Grund für JBoss Abonnement zu prüfen. Und die Angebote hat dieses Feature nicht am Anfang an unterstützt. Und jetzt haben wir das in Entwicklung. Es kommt bald wieder. So, wir sind fast fertig mit dieses Feature. Okay, jetzt kommen wir zu den containerbasierten Angeboten von Docker. Diese Angebote sind Grundlage für viele Java-bezogene Anleitungen zu docs.microsoft.com. Jetzt, das WebLogic auf Azure Kubernetes Service Angebot ist sehr ausgereift. Es bietet die beste WebLogic auf Kubernetes Erfahrung in jeder öffentlichen Cloud. Es gibt umfassende Dienstintegrationen mit Azure, DNS, App Gateway, Key Vault und Azure Dateien. Zum Beispiel, man kann das Log-Files ganz einfach in Azure Files speichern. Oder man kann mit Elastic Fluentd Kibana die Log-Files geben. Damit man kann ganz einfach diese Analysierung von Logs machen. Das Angebot nutzt die Leistungsfähigkeit der WebLogic Kubernetes Operator und Bereitstellungstools mit Azure Bicep Infrastructure as Code, um schnell ein WLS auf AKS-System einzurichten und eine einfache Integration mit ihrer vorhandenen CI/CD-Pipeline zu ermöglichen. So, wir aktualisieren das Angebot ständig, dass Oracle neue Versionen des Betriebs veröffentlicht. Zum Beispiel letzte Woche, es gibt eine neue Version von WebLogic Kubernetes Operator mit vielen verschiedenen CVE-Fehler repariert. Und wir haben das ganz schnell gemacht und jetzt ist es live mit dem Azure Marketplace. Okay, wir kommen jetzt zum Open Liberty und WebSphere Liberty. Diese Open Liberty und WebSphere Liberty sind die beste und kostengünstige Möglichkeit, Jakarta EE in Azure auszuführen. Nun, Ebony und ich haben auf dem Javaland im April einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Und Sie finden das Video auf der Javaland Website hier. So, wenn Sie nicht dieses Vortrag da gesehen haben, Sie können auch das Recording sehen. Okay. Microsoft ist sich bewusst, dass OpenShift eine sehr ansprechende Plattform mit einer bedeutenden installierten Basis ist. So, wer nutzt OpenShift? Hat jemand nutzt? Okay, eine. Vielleicht auf die Internet nutzt jemand OpenShift? Für OpenShift, in meiner Meinung, war eine der wichtigsten Sachen das Grund, weil IBM Red Hat gekauft hat. Es ist eine wichtige Technologie für Multicloud zum Beispiel.
So, OpenShift hat eine besondere Anziehungskraft für Benutzer, die eine Benutzerfreundlichkeitsebene auf Kubernetes wünschen. Für die Leute, dass Kubernetes zu schwer ist, OpenShift vielleicht ein bisschen einfacher ist. Beide Liberty on Azure Angebote sind basiert auf dem Open Liberty Operator. Nun, und vor 3 Tagen gibt es eine neue Version von Open Liberty Operator, 0882. Und Emily und ich haben heute zum Frühstück gesprochen, ein paar weitere Ideen, um diesen Upgrade auf den Markt zu bringen. So, weil Cloud dann weitergeht mit dem Java EE on Azure. Okay, JBoss EAP auf ARO. Hier bitte die Link gucken. Dieses Angebot ist im Moment wirklich nur eine Orientierungshilfe. Okay, es ist nicht, Sie können einfach JBoss EAP auf ARO, klick, klick, klick und es läuft. Nein, es ist Guidance, ja, Orientierungshilfe. Aber basierend auf Kundenbefragungen haben wir Daten, die zeigen, dass Kunden genauso viel Interesse haben an einer qualitativ hochwertigen und gepflegten Anleitung haben, wie ein tatsächlicher App-Server angeboten. So, die Anleitung richtet sich an Kunden, die ein höheres Maß an Kontrolle über ihre Infrastruktur haben möchten, als dieses mit einem Azure Marketplace Angebot möglich ist. Dieses Angebot war in Partnerschaft mit Red Hat Engineer Jere Boyces Santana entwickelt. Er hat mir gesagt, ja, Ed, wir möchten eine Orientierungshilfe machen. Können wir zusammen weiterarbeiten? Und ich sage, ja, es passt gut. So, wir haben das gemacht. Und mit dieser Hilfe kann man Jakarta EE Specification mit JSF, EJB, Persistenz, Microprofile Health auf JBoss EAP auf ARO. So, Sie können dieses Hilfe lesen und dieses ganz einfach Architecture auf Azure aufstehen. Okay, so wir haben auch ein vollständig unterstütztes Java EE Pass in Azure. Das heißt JBoss EAP in Azure App Service. Azure App Service ist die ausgereifteste Laufzeit in Azure. Er ist älter als AKS und ARO. Nutzt jemand Azure App Service? Nein? Okay. Es ist ganz einfach. Man kann viele verschiedene Laufzeiten, nicht nur Java, sonst auch .NET, Python, Ruby on Rails, Node.js, viele verschiedene Runtimes auf Azure ganz einfach bringen. Und im Java-Umfeld kann man ganz einfach Standard Java SE. So, wenn man deine App nur Java SE Anwendung, ist abhängig ist, nur Java SE abhängig ist, es ist eine gute Wahl, dieses Azure Service zu nutzen. Und es geht weiter mit dem JBoss EAP on App Service. So, es gibt auch eine hervorragende Tool-Integration mit Maven, Gradle und Visual Studio Code. Es gibt einfach Plugins, dass man mit Azure App Service, mit Jakarta EE zusammenbringen kann. Ich schließe diesen Abschnitt mit der Zielseite für ganz Jakarta EE in Azure. Setzen Sie auf dieser Seite hier eine Lesezeichen, um alle Möglichkeiten zu erhalten, wie Sie Jakarta EE in Azure ausführen können. Bitte guck mal an dieses Link, alles zu verstehen, was kommt und was steht. Okay, wir haben die Abdeckung
den vollständigen Jakarta EE Runtimes in Azure abgeschlossen. In diesem Abschnitt werden einige der Azure-Dienste untersucht, die sich mit Jakarta EE Specifications überschneiden. Von allen Diensten, die derzeit Jakarta EE Spezifikationen unterstützen, ist dieser am mittelbarsten nützlich. Das ist Jakarta Messaging. JMS ist die Messaging-Lösung für den kleinsten gemeinsamen Nenner auf der Java-Plattform. Der Azure Service Bus Premium-Tarif bietet Unterstützung für JMS 2.0. Ich hoffe, dass wir mit diesem Unterstützung weitermachen können und mit Jakarta EE 10. Vielleicht das kommt. Aber ich muss sagen, Microsoft ist eine große Firma. Es gibt viele verschiedene Leute. Ich glaube schon, rund um 1000 Leute in Microsoft full-time arbeitet beim Java. Ja? So, nicht ich, nicht meine 3-Personen-Team in Shanghai mit Reza, und nicht nur Bruno und die anderen Java Champions, dass wir Mitarbeiter haben kann. Wir haben viele Java Champions, das bei Microsoft gearbeitet. Ich glaube schon 12 von so Java Champions sind Microsoft Fulltime Mitarbeiter. Und das kommt weiter, weil zum Beispiel Sandra vielleicht in Zukunft auch ein Java Champion sein wird. So, das heißt, für JMS ist eine andere Gruppe, Azure Service Bus ist eine andere Gruppe und ich muss und Reza muss mit dieser anderen Gruppe arbeiten. Können Sie bitte mit Jakarta EE 10 weitermachen und wir müssen diese Business Case aufbauen und vielleicht es macht Sinn, vielleicht es nicht macht Sinn. So, ich hoffe, dass es kommt. Naja, in diesem Dokument hier wird gezeigt, wie JMS mit Azure verwendet wird. Okay, JPA, Jakarta Persistence. JPA überschneidet sich natürlich mit allen Datenbankangeboten. So, über dieses Links hier gelangen Sie zu Anleitungen zur Nutzung von Java Standard Specification für den Datenbankangriff zu mehreren Azure Datenbankdiensten. Einige dieser Dienste bieten sehr kostengünstige Datenbankfunktionen. Andere sind Scale to Zero zum Beispiel. Tatsächlich verwendet die JBoss EAP on Arrow Anleitung, die ich in 3 Folien vor erzählt, die serverlose Azure SQL Server-Ebene, bei der es sich ein kostengünstiges Datenbank handelt, die Scale to Zero werden kann. Ich habe dieses gefunden, weil ich entwickelt dieses Hilfe auf docs.microsoft.com und ich sage, warum funktioniert das Datenbank nicht? Mit dem serverlosen Datenbank, wenn es keine Traffic gibt, dann das Scale to Zero läuft und kommt nichts zum nächsten Traffic angekommen wird. So, deswegen es dauerte ein paar Sekunden, nochmal zu laufen. Ja? Okay, JTA. Distributed Transactions und die Cloud scheinen nicht zusammen zu gehören. Aber doch, dieses Paar kann in eigenen Kontexten sogar als Antimuster angesehen werden. Trotzdem ist es möglich, JTA-Transactions mit der XA-Datenbanksunterstützung von SQL Server auf Azure VM zu verwenden. So mit diesem Beispiel hier kann man Distributed Transactions mit JTA nutzen, mit Azure SQL. Beachten Sie aber, dass dieses in Azure SQL-Dienst nicht funktioniert. Es funktioniert nur auf VMs. So Azure SQL-Dienst, es ist anders als in VMs. Aber weil dieses Vortrag rund um Jakarta EE auf Azure macht und VMs sind auch auf Azure, deswegen habe ich in dieses Umfeld
angebracht. Okay, Jcache. Nutzt man Jcache hier? Das war ein paar Leute, dass ich gestern gesprochen habe. Ah ja, ich habe mit Hazelcast gearbeitet, so Hazelcast auch Jcache unterstützt. So, obwohl nicht in Java EE oder Jakarta EE, ist JSR 107 Jcache immer noch eine verbreitende Spezifikation, die von Coherence und Hazelcast implementiert wird. Es wird auch von Redison umgesetzt. In meiner Meinung ist Redison am besten Jcache Redis Java Integration Bibliothek. Diese Anleitung zeigt, wie Sie die HTTP Session Cache Function in OpenLiberty verwenden. Wir kombinieren dies mit Redison und Azure Cache for Redis, damit Ihre HTTP-Sitzungsdaten von Redis gesichert werden können. So, hier ist das Link für dieses Hilfe und das ist ein Beispiel von, wie man dieses Spezifikationen zusammenbringen könnte. Dies ist auch eine Möglichkeit, eine hohe Skalierung und Verfügbarkeit zu erreichen auf Azure. Okay, jetzt Jakarta Security 3 OpenID Connect Unterstützung auf Azure Active Directory. Now, diese Integration ist im Moment nur Speculation, aber es sollte funktionieren, oder? Ja? Standards sind Standards, so hoffentlich alles zusammen kann. Wenn jemand der Erstellung eines Blogbetrags oder eine Einladung für diesen Anwendungsfall mitarbeiten möchte, wenden Sie sich bitte an mich. Okay? Die Gründe ist, dass das Jakarta Security 3 OIDC und Azure Active Directory OIDC unterstützt, es möglich sein sollte, ein Beispiel zu haben, das die Verwendung der beiden Dinge zusammen zeigt. Natürlich wissen wir nicht, dass es funktionieren wird, bis es jemand versucht. Irgendwann wird es jemand versuchen und wegen unserer Mitgliedschaft in Jakarta EE wird Microsoft gut positioniert sein, um es zu reparieren, wenn es nicht funktioniert. Hoffentlich. Okay, mein Kollege Reza Rahman hat diese Anleitung mit Ottavio Santana, Spezifikationsleiter für JNoSQL, erstellt. Nutzt jemand JNoSQL? Das ist ein Teil von Jakarta, ja? So, der Leitfaden zeigt die Verwendung von Cosmos DB mit seinem MongoDB-Treiber zum Herstellen einer Verbindung mit Hilfe der JNoSQL API. Okay? So, zum Schluss. Java liegt im Auge des Betrachters. So, zusammen oder getrennt. Wir haben Java-Lösungen für Sie. Das heißt, ganz Observer oder teilweise Spezifikationen. Und für mich ist ganz wichtig, dass Sie uns melden mit diesem Link. Es ist eine Survey, right? Damit mir persönlich und mein Kollege Reza Rahman und unser Team mitarbeiten, ihre Azure Java Migration weiterentwickeln. So, vielen Dank für Ihr Interesse und wenn Sie Fragen haben, jetzt, Sie können einfach fragen. Dankeschön. Gibt es Fragen dazu? Oh, last detail here. Die Folien sind schon auf SlideShare und auf das Konferenz-Website hochgeladen wird. So. Frank? Hallo Frank. Ja, hi Ed, danke. Super für deinen Vortrag. Mich würde mal interessieren, die Verteilung der Java-Distributionen. Hast du da einen Überblick bei Azure? Also wer verwendet das Azure JDK, also von Azure?
OpenJDK oder Oracle. Hast du da eine Idee, so wie die Verbreitung der Versionen und der Distributionen bei euch so ist? Ja, für mich, ich glaube, dass die Frage heißt, wann man die Microsoft JDK nutzt oder auch die Oracle oder OpenJ9 und so weiter. Ja. So, das ist die Sache für die Partner. So zum Beispiel, wenn man WebLogic, es kommt auf Oracle und man nutzt das Oracle JDK. Wenn man OpenLiberty auf Azure macht, es kommt aus IBM und es kommt mit OpenJ9. Mit Red Hat, eigentlich glaube ich nicht, was wir nutzen, aber Red Hat hat es schon gebaut und es nutzt normalerweise, was Red Hat normalerweise nutzt werden. So. Ist das eine gute Antwort? Ja gut, es ist schwierig, den Überblick zu haben, aber wäre halt generell mal interessant gewesen, wenn ihr Zahlen hättet, also um zu sagen, OpenJDK ist weiter verbreitet als das Microsoft JDK oder? So, ja, für die Microsoft JDK. Oder 11 oder 8 oder 17, wie oft ist 17 jetzt verteilt oder so? Ja. Unser Grund für die Microsoft OpenJDK ist für das Java SE on Azure. Es ist auch die Unterstützung für Azure Spring Apps. So, wir haben einen First-Party-Pass. Ich habe nicht so viel mit dieses heute gesagt, weil Azure Spring Apps ist ein anderes Umfeld als Jakarta EE. Aber ich bin ganz froh, dass Jürgen Höller heute war. Ich habe leider seinen Vortrag nicht gesehen. Und eigentlich aber nach Javaland bin ich nach Linz gegangen, um Jug-Meeting zu machen und habe mit Jürgen ein Abendessen gemacht. Und das war froh, ihn zu sehen. Und er entwickelt weiter mit dem Jakarta EE Specifications in Spring 6. So, das ist ganz wichtig. Ja, das sind spannende Entwicklungen. Wir haben eine Aufzeichnung von dem Interview. Aha, oh, okay, gut. Ja. Deine Frage ist beantwortet? Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich gucke noch mal schnell in den Im Chat ist auch nichts leider. Ja. Also, Dann können wir du hast alle Fragen geklärt, Ed, auch okay. Ja. Du? Nee, ich habe nur gleich, weil Frank das gefragt hat, für Adoptium können wir das zeigen. Wie viel, also da sind die Zahlen offen, wenn wir einfach mal, genau, bei Adoptium gibt es nämlich ein Dashboard, da kann auch jeder wirklich reingucken, das ist dash.adoptium.net. Und da kann man sich dann angucken, wie viele Downloads es gibt. Also aktuell haben wir halt 43 Millionen Downloads von Tamarin. Und hier sieht man halt, was wirklich cool ist, dass zum Beispiel Java 17 echt schon weit verbreitet ist in dem Moment. Ne? Also Java 11 ganz klar noch das meiste, aber Java 17 hat echt viele Downloads, was natürlich schon ganz cool ist. Klar, die Seite ist neu, ne? Also die ist mit dem Umzug zur Eclipse Foundation erst gestartet. Wenn ich jetzt mal auf die alte Seite von Adopt OpenJDK gehe, dann sieht man hier natürlich, Java 8 wurde da am meisten runtergegangen, historisch gesehen. Aber ne, hier haben wir halt 400 Millionen Downloads und hier 43 Millionen schon. Also ich glaube, die Zahlen sind nicht so schlecht, dann, was die Verteilung angeht. Genau. Ja, ich weiß nicht, gibt es sonst noch Fragen? Okay, ansonsten würde ich sagen, mal einen ganz großen Applaus für Ed und Dankeschön. seinen grandiosen deutschen Vortrag. Vielen Dank. Also, es war nicht Teil der Challenge, die Folien auch auf Deutsch zu machen. Richtig das gut. War Bonus. Du musst über den Linien Ja, springen. weit drüber. Ja. PowerPoint-Karaoke. Wir sehen uns später im Panel. Genau.